Unsere Streifzüge, die bringen uns diesmal in die südlichste Region Spaniens, nach Andalusien. In der südlichsten Region Spaniens finden wir Motorradreisende jede Menge Strecken wie aus dem Bilderbuch. Vorbei geht es an den weißen Dörfern von Grazalema bis in die Höhen der Sierra Nevada zu den Schneeresten des letzten Winters, wo sich die Sonne auch schon mal verstecken kann. Aber gekraxelt wird auch an steilen Felswänden, dem Caminito del Rey entlang und das in schwindelnder Höhe. Und dann gibt es natürlich noch das maurische Erbe dieser Region, inklusive Streifzüge durch die Märchenpaläste der Kalifen. Jetzt haben wir es endlich geschafft, jetzt sind wir an der Küste Andalusiens. Ganz am Anfang, kurz vor Almería sind wir hier und haben einen echt heißen Ritt hinter uns. Wir haben es gestern mit 9 Stunden geschafft und sind dann so gegen 8 Uhr abends hier gewesen. Also ganz ehrlich, war schon echt eine Meisterleistung. Mujarcar, kleiner Küstenort in der Provinz Almería. Hier füllen wir unsere Lungen nach der langen Fahrt mit bester Meerluft. Und hier startet auch der erste von 7 Tourtagen. Und es werden diesmal nur Streifzüge durch die südlichste der insgesamt 17 Provinzen Spaniens. Für mehr reicht die Zeit leider nicht. Aber dafür haben wir die insgesamt 7 Fahrtage mit den besten Zutaten Andalusiens bestückt. Ab Mujarcar folgen wir der Küstenstraße bis zum Naturpark Cabo de Gata. Weiter geht es in die Wüste nach Tabernas. Dann kreuzen wir die Sierra de los Filabros über den Passo Alto de Vellefique in die Stadt der berühmten Serrano-Schinken nach Treveles. Über Granada, Malaga, Ronda und die weißen Dörfer von Grazalema geht es dann bis nach Sevilla. Das Cabo de Gata, das Kap der Katze, naturbelassen mit beeindruckenden Vulkanbergen. Und gerade mal 130 mm Niederschlag im Jahr kommen hier runter. Und somit ist es eine der trockensten Regionen Europas. Auch wenn jetzt Ende März der ein oder andere Regenschauer runtergeht. Aber die sind nicht mehr als nur ein Tropfen auf die von der Sonne aufgeheizten Steine dieser Region. Die Nationalstraße 3107, die bringt uns auf bestem Asphalt ins Hinterland von Almería. Herrliches Cruiserrevier, genau das, was wir gesucht haben. Über Níjar und Rambla Honda geht es mitten in die Wüste von Tabernas. Millionen von Jahren ist es her, da hat das Mittelmeer diese Region hier vollständig umspült. Und wer hier wandert, der findet die Spuren aus dieser Zeit, all die Muscheln, Seesterne und das andere Meeresgetier für ewig im Gestein konserviert. Nur eine kleine Abbiegung von der Nationalstraße und wir landen mitten im wilden Westen von Amerika. Das nennt man dann wohl Zeitsprung. Fort Bravo heißt das hier. Eine der Western-Kulissen, in denen seit den 1960er Jahren so einige Spaghetti-Western gedreht wurden. Und die meisten, die diese verwitterten Kulissen betreten, die verwandeln sich auf merkwürdige Weise. Ob Sheriff oder Halunke, keiner
kann sich hier entziehen. Wenn Sie der Sheriff sind, können Sie ja dafür sorgen, dass die Leute unter die Erde kommen. Wer mehr über die berühmten Filme hier wissen möchte, der wendet sich am besten an das regionale Fremdenverkehrsamt. Das hat sogar einen Reiseführer herausgegeben, der die Besucher zu den Drehorten hier durch die Wüste leitet. Harrison Ford als Indiana Jones, der war auch schon mal da. Uns zieht es weiter in die Sierra Nevada. Und dazwischen, da liegen so einige Gebirgszüge, die zu überqueren sind. Die Sierra de los Filabros zum Beispiel. Über den Alto de Vellefique geht es in 16 Kehren über diesen Bergrücken. Und bei 1860 Metern, da ist der Scheitelpunkt erreicht. Die Temperatur geht immer weiter runter. Scheiße. Eigentlich wollten wir ja heute nach den Sternen greifen, denn ganz oben auf dem Cala Alto, da steht das größte Spiegelteleskop in Westeuropa. Aber diese Suppe, die macht uns einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung. Hier ist gar nichts zu machen, es ist schweinekalt und der Dirk geht von seinen Heizgriffen nicht weg. Und ich traue mich auch gar nicht, meinen Helm aufzumachen, wir haben hier 4 Grad. Also, wir haben beschlossen weiterzufahren. Es ist einfach ein bisschen ungemütlich hier oben. Ja. Nee, doch nicht. Ja, aber ja, ich filme doch gerade. Ihr könnt doch nicht jetzt nicht hier was schaffen. Nach dieser charmanten Abreibung geht es nun zügig aus der Wolke raus und mitten hinein in den Naturpark der Sierra Nevada. Hier thront das Castillo de la Calahorra, weit sichtbar auf einer Anhöhe, wie eine Art Eintrittspforte in die Provinz Granada. Erbaut im 16. Jahrhundert, als das maurische Zeitalter hier schon längst Geschichte war. Unser nächster Stopp, der heißt Treveles. Es ist ein Bergdörfchen in den Alpujarras. Und es klebt wie ein weißes Schwalbennest am Südhang der Sierra Nevada. Wer hier stoppt, der kommt wegen Schinken. Genauer gesagt, Serrano-Schinken. Eine absolute Spezialität von dem Ort hier. Und unübersehbar sind auch die fetten Hinweise auf dem Dorfplatz. Ja, und dann muss man zwangsläufig hier einkehren in eine der vielen Tapa-Bars des Ortes. Heute liegt einer der absoluten Höhepunkte auf unserer Reiseroute. Es geht zum höchsten befahrbaren Punkt in der Sierra Nevada. Dafür müssen wir auf die Nordseite dieses Bergmassivs kommen. Kurz streifen wir Granada und durchqueren das Tal des Rio Jenin. Dann schlängelt sich die Regionalstraße 395 gute 20 Kilometer immer weiter nach oben, bis zu den Schneeresten des letzten Winters. Mitten in der Sierra Nevada, 2500 Meter. Hier gibt es eine Skistation. Und wenn ich mir hier die Reste vom Schnee angucke, der Frühling, der hat hier eindeutig Einzug gehalten. Und hier die Hartgesottenen, die nehmen noch die letzten Meter auf den Pisten mit, bevor dann die Sonne hier endgültig den ganzen Schnee zum Schmelzen bringt. Eine herrliche Anfahrt hier oben, wirklich wunderschön. Und das Ganze endet dann auch hier oben in der Sierra Nevada. Hier ist also Sackgasse. Man kann wieder zurück
Aber es gibt auch eine alternative Route, wie man wieder runter Richtung Granada fahren kann. Noch eine kleine Stärkung einer Kaffeebude hier oben und dann geht es so langsam zurück nach Granada. Hola, ¿per la Alhambra? Alhambra por la autovía. Tienes que ir por la autovía. ¿Para la autovía? Ah, okay. Gracias. Über die Autobahn, ne? Ja. Es geht zur Alhambra, maurisches Kulturerbe und größte Touristenattraktion des Landes mit 2,5 Millionen Besuchern im Jahr. 12:35 Uhr und wir sind in der Alhambra. Und jetzt haben wir 3 Stunden vor uns. Der Pass des Seufzers des Mauren. So heißt die Anhöhe in der Sierra Nevada, von der man zum ersten oder auch zum letzten Mal Granada und die Alhambra erblickt. Und der Maurer, der da geseufzt hat, das war im Jahre 1492 Mohammed XII., der letzte Emir von Granada. Und er soll bitterlich geweint haben, als er auf dem Weg in sein Exil zum letzten Mal auf sein verlorenes Reich geschaut hat. Dabei lief es doch eigentlich ganz gut in den knapp 800 Jahren der muslimischen Herrschaft über Andalusien. Immer wieder wird von einem friedlichen Miteinander der Völker berichtet. Araber, Juden, Christen, alle schienen hier ihren Platz zu haben. Der Name dafür ist Convivencia, friedliches Miteinander am Rande eines grausamen mittelalterlichen Europa. Trotz Verfolgungen und Konflikten, die es natürlich auch hier gab, für einen kurzen Moment schien der Traum einer guten Nachbarschaft der Religionen Wirklichkeit zu werden. Der Rest ist Geschichte und lässt sich bekanntlich nachlesen. Wie auch immer, dieses jahrhundertealte maurische Erbe, das verzaubert den Süden Spaniens heute immer noch in ein arabisches Märchen. Und die Alhambra, die Rote Festung, die ist irgendwie die in Stein gefasste Geschichte von 1001 Nacht. Doch trotz all dem Gedränge hier lohnt es sich wirklich, ein Teil dieser 2,5 Millionen Besucher zu sein, die hier Jahr für Jahr durch den Palast geschoben werden. Heute wollen wir bis nach Ronda kommen. Das sind 350 Kilometer auf besten andalusischen Straßen durch kurvenreiches Hügelland. Und unser Programm heute: einfach nur treiben lassen. She was out there alone on the highway. She had a broken wing, she's trying to hide. And I was much too old to act on a feeling. But then again, I ain't never had someone to hold. I wrote songs for a mockingbird. Take them all, leave them, I know that she heard. Songs for a mockingbird. Looking at me, she sang every word. Songs for a mockingbird. Oh. Oh, guck dir das an, was hier los ist, ey. Ja. Später Nachmittag ist es, als wir Ronda erreichen. Der Ort auf dem Felsplateau, getrennt durch eine tiefe Schlucht, dem Tajo de Ronda und nur verbunden durch diese berühmte Brücke. Ronda ist aber auch die Wiege des Stierkampfs. Und all das lockt viele an. Heute mehr als sonst, denn es ist noch dazu Ostern.
Ronda ist normalerweise wirklich ein Traum, doch heute für uns zu voll. Daher wird unser Stopp hier kurz, aber genussvoll. Was hast du dir denn da Leckeres gekauft, Alex? Arabische Süßigkeiten. Ja, Nee, probier ich jetzt. Probier mal. Super lecker. Kokos ist auch noch drin. Wow. Super klasse. Das Ich habe hört hier gut an. auch noch 2 mitgebracht für dich. Also, wenn wir jetzt essen. Lecker, lecker. Wir fliehen aufs Land. Ungefähr 10 Kilometer von Ronda entfernt, da finden wir am Ende einer Pinienallee das Casa Alta. Das Navi hat es nicht gefunden, aber Dirk, der hatte den richtigen Riecher. Wir haben gedacht, nee, okay, also jetzt ist die asphaltierte Straße zu Ende, geht nicht. Und dann habe ich ein Landgut gesehen, weit draußen im Feld. Und das war's. Dann hast du gesagt, da oben ist es. Ja. Ich habe gesagt, ja komm, gut, schauen wir mal. Dann haben wir geschaut und es war's. Und es war's. Ja, Ja. total schön. Unheimlich schön. Ja. Nur mit dem Abendessen im Casa Alta ist das ein bisschen schwierig, denn die bieten nur Frühstück. Also bestellt unsere Vermieterin uns ein Taxi und ab geht's in den nächsten Ort zu einem Restaurant. Also eigentlich ein ganz normaler Abend. Aber warum erzähle ich das eigentlich? Die Taxifahrt zurück, die war das Highlight, denn die hat uns gezeigt, dass auf dem Dorf so richtig was los sein kann. Wir landen mit Alvaro, unserem Taxifahrer, in der Disco. Aber nicht im Dorf, sondern in seinem Auto. Und er wird sich wahrscheinlich gedacht haben, wenn die Disco schon nicht im Dorf ist, dann holt er sie sich ins Auto. Wir finden, das ist eine originelle Idee. Absolut gelungen und sehr erlebnisreich. Also sagen wir mal an dieser Stelle Buenas noches. Wenn es heute einzig und alleine nach uns gehen würde, wir wären noch einen Tag in dieser Landoase geblieben. Doch der Reiseplan, der ist fix. Und heute geht es in die Region Cádiz. Und da steht noch so einiges auf dem Programm. Hier in dieser Region beginnt eine besondere Route. Die Ruta de los Pueblos Blancos. Das ist eine Strecke mit insgesamt 19 strahlend weißen Dörfern. Eines strahlender als das andere. Und Grazalema, das ist das Zentrum und gibt dem Naturpark hier seinen Namen. Die Berge hier, die erreichen eine Höhe von über 1000 Metern und sind eine Barriere für die Winde, die vom Atlantik herkommen. Die Wolken, die steigen hier hoch und regnen sich dann ab. Und was dann bleibt, ist ein grüner Fleck mitten im verdorrten Andalusien. Der Pass über diese Höhen, das ist der Puerto de las Palomas, der Taubenpass mit Fernsicht auf den Stausee von Zahara de la Sierra mit seinem türkisblauen Wasser. Am besten jetzt einfach nur entspannt am Gas bleiben und diese Gegend hier anhimmeln. Also in einem weißen Dorf müsst ihr vielleicht nachher mal was trinken, ne? Das wäre doch nicht schlecht, oder? Ja, gerne. Die Führung, hatten wir 10 nach sollten wir da sein. Ne? 10 nach, das heißt, jetzt müssten wir eigentlich schon 5 Minuten da sein. Genau. Wir haben Tickets ergattert. Und zwar für den Caminito del Rey, den Königspfad. Doch bevor es losgeht, werden wir erst einmal eingewiesen, anschließend verkabelt und dann sicher präpariert. Es wird gruppenweise gekraxelt und ein Guide, der führt die Gruppe dann anschließend auf den Königspfad. Und dieser windet sich in 100 Metern Höhe, fast freischwebend, an den Felswänden eines Canyons entlang. Gut gesichert geht's hier 5 Kilometer durch diese Schlucht. Und man ist hier gut präpariert mit dem Helm
Und man hat einen Audioguide dabei. Ursprünglich war dieser Kraxelpfad ein Versorgungsweg für die Bauarbeiter des Staudamms Conde de Guadalhorce und des nahegelegenen Wasserkraftwerks. 1901 begannen die Bauarbeiten und 1921 kam der König selbst zur Eröffnung und ließ direkt seinen Namen für den Weg da. Die Bewohner der Nachbardörfer, die nutzten ihn dann im Laufe der Jahre für den Weg zur Arbeit. Sogar die Kinder, die gingen hier zur Schule. Dann kam die neue Bahntrasse und der Caminito wurde nicht mehr gebraucht. Wurde immer maroder im Laufe der Jahre und dadurch auch gefährlicher. Als nächstes kamen dann Anfang der 1990er Jahre die Extremkletterer. Es gab einige tragische Abstürze und die Regionalregierung, die fackelte nicht lange und sperrte daraufhin den ganzen Pfad. Erst 2015 wurde er nach einer aufwendigen Sanierung wieder eröffnet. Seinen Schrecken hatte er danach komplett verloren. Wahrscheinlich ist er deswegen in die Top 10 der Touristenattraktionen Andalusiens aufgestiegen. Aber all das ändert nichts an dieser packenden Landschaft und an der Schönheit dieses Canyons. Ich wünsche dir wirklich für die Tour so wenig Regen wie möglich, dass es relativ rasch wieder aufhört heute. Das wünsche ich mir auch. Den Dirk haben wir jetzt gerade verabschiedet und der kommt jetzt hoffentlich gut Richtung Grenze. Und wir packen jetzt so langsam unsere Sachen und schwingen uns dann auch auf unsere Motorräder und fahren dann Richtung Sevilla weiter. Es ist jetzt hier 9 bis 10 Grad, gefühlt 6, richtig, richtig frisch. Und richtig fetter Regen. Der Natur, der tut's gut. Und wir drücken uns ganz feste die Daumen, dass wir in Sevilla die Sonne wiedersehen. Und beim nächsten Tankstopp ist nicht nur die Sonne wieder da, sondern der Sprit wird auch noch billiger als erwartet. Sí. Sí. Okay, muchas gracias. Dass du immer mit den Kassiererinnen flirten musst, ey. Gracias, adios. Statt 41,29 haben wir 36,54 bezahlt, um die hohen Preise zu kompensieren. Oh, krass. Als wir Sevilla erreichen, da haben sich die Temperaturen wieder bei angenehmen 20 Grad eingependelt. Das ist bestes Wetter für den letzten Streifzug auf dieser Tour. Wir finden das eine gute Idee, diese Streifzüge in der Hauptstadt Andalusiens ausklingen zu lassen. Stadt der königlichen Festung Alcázar mit ihren maurischen Wurzeln. Wiege des Flamenco mit einem der wohl größten Plätze Spaniens, der noch dazu Plaza de España heißt. Und mit einer Kathedrale, wo die Knochen von Kolumbus aufbewahrt werden. Unser Bummel ist kurz. Die Stadt aber ist eine eigene Reise wert. Am besten im Frühjahr, so wie wir. Denn sonst ist es mit über 40 Grad im Sommer einfach zu heiß. Und dann ist es Zeit, das Navi zu starten. Ein langer Weg zurück steht nun an. Zeit aufzubrechen. Aber wir kommen wieder. Und dann machen wir aus diesen Streifzügen eine lange Reise. Das ist Wahnsinn hier in Andalusien. Das ist wie im Garten Eden. Hier fallen dir die Früchte wirklich förmlich in den Mund. Anstatt zu helfen, filmt doch!